Hallo Kunstfreunde, hier ist die Anne Pross von Anne Pross Kunst. Ich habe mir heute ein Aquarellpapier aufgeklebt auf der Glasscheibe. 3 Acrylfarben, nämlich Gelb, Orange und Sienna zusammengemischt. Das ergibt ein sehr warmes, intensives Braun, eben eine Art Sienna-Ton. Und das trage ich zügig auf dem Papier auf über die ganze Fläche. Heute male ich nämlich ein Herbstbild in warmen Herbstfarben. Und das wird dann später sehr intensiv ausgearbeitet. Mit einer Plastikspachtel ziehe ich da entsprechend Figuren hinein, Linien, ganz intuitiv. Da braucht ihr nicht groß drüber nachdenken. Macht es einfach, so wie es aus euch herauskommt, so ist es gut. Und das ist jetzt auch noch nichts Konkretes, sondern es soll einfach nur ein schöner Hintergrund werden, den ich am Ende zu einem Herbstbild vervollständigen werde. Mit dem Pinsel spritze ich Wassertropfen auf, um diese dann nach einer gewissen Trocknungszeit mit einem Küchenkrepp wieder abzunehmen. Dadurch entstehen wieder hellere Regionen. Das Gleiche mache ich jetzt auf der unteren Hälfte des Blattes und nehme einfach die Wassertropfen mit entsprechend Farbe, die sich abgelöst hat, wieder auf. Das ist einfach nur dazu da, um noch weitere Hintergrundstrukturen zu erzeugen. Jetzt fahre ich fort, lasse das Bild trocknen. Ich habe schnell den Teller gesäubert, um dann eventuell mit weiteren Farben hier zugange zu sein. Zunächst habe ich mir meine Box mit dem Acrylbinder geholt. Ihr wisst ja, das ist eine Leimverbindung zusätzlich zu dem Gelb, eine gelbe Acrylfarbe, mische ich jetzt so einen Pinsel voll Binder. Das dient dazu, um jetzt eine Art gelbe, dünne Lasur aufzubringen auf dem Blatt. Und gleichzeitig wird es durch die Beigabe des Acrylbinders versiegelt. Das wird dann eine glatte Oberfläche, das heißt die unteren Strukturen, die ich am Anfang da aufgebracht habe mit der braunen Farbe, bleiben absolut erhalten. Auch hier spritze ich wieder etwas
Wasser auf. Nach dem Anziehen des Wassers und des Binders nehme ich dann wieder diese Wassertropfen auf, erhalte noch mehr Struktur dadurch. Es werden unterschiedliche Schichten erzeugt und das macht man einfach, um dann im Endeffekt den Bildhintergrund zu erhalten. Jetzt habe ich mir eine rote Acrylfarbe angemischt, ebenfalls mit Acrylbinder und viel Wasser, denn das soll die nächste Lasurschicht werden. Komplett das Blatt damit bestreichen. Und wie ihr seht, auch die unteren Formen sind immer noch erkennbar. Gleichzeitig wird mit dem Acrylbinder das Blatt wieder versiegelt. Mit einer kleinen Plastikkarte kann ich hier wiederum Formen ausarbeiten, indem ich die Karte über das Blatt ziehe. Man sieht jetzt noch die unteren Formen aus meiner ersten Bearbeitungsphase. Und jetzt kommt eben das als weitere Schicht dazu. Wieder die obligatorischen Wassertropfen. Ihr müsst das nicht machen, aber man kann es zusätzlich so machen. Mit einem Küchenkrepp wiederum die Wassertropfen schön aufstreichen, aufnehmen, mit dem Papier aufsaugen und seht ihr, schon ergibt sich da eine Tropfenstruktur. Im unteren Bereich natürlich das Gleiche wiederholen. Und das macht alles sehr lebendig. Zwischendurch immer den Teller abspülen und jetzt habe ich da eine grüne Farbe, das gleiche Spiel mit Acrylbinder anmischen, mit Wasser verdünnen, dass das wieder eine dünne Lasurschicht ist. Wiederum auf dem Blatt auftragen. Wie ihr seht, diesen Vorgang könnt ihr mit verschiedenen Farben, die zueinander passen, wiederholen. Ich nehme natürlich hier nur Farben, die im Herbst vorkommen, wie Grün, Gelb, Rot, Braun. All das wird sich dann am Ende in diesem Bild widerspiegeln. Es soll ja ein Herbstbild werden und den Herbstfarben entsprechen. Mit der Plastikkarte hebe ich den Untergrund wieder heraus, indem ich die grüne Farbe abziehe. In meinem Kopf habe ich jetzt schon mein zukünftiges Motiv. Es sollen Herbstblätter werden und ich versuche jetzt diese Formen
wie Blattformen herauszuarbeiten. Das ist in der jetzigen Phase für euch jetzt auf dem Bild noch nicht richtig ersichtlich, aber in meiner Fantasie ist es eben schon vorhanden. Und ich setze jetzt nicht mehr willkürlich, sondern ganz bewusst die Karte ein, um Blattformen da nachzuzeichnen, die in meiner Fantasie existieren und die ich am Schluss realisieren werde. Man kann jetzt schon die Grundfarben auch viel besser sehen, die durch das Wegschieben der grünen Farbe sich zeigen. Wie ich euch schon sagte, braun, gelb, rot und grün. So, das habe ich jetzt über das ganze Blatt hinweg fortgesetzt und bin hier mit dieser Phase fertig. Hallo Leute, ich habe dieses Herbstbild hergestellt aus dem vorherigen Hintergrund, den ich euch in meinem Video gezeigt habe. Und zwar habe ich jetzt da die Negativtechnik angewandt und dann diese ganzen Herbstblätter ausgearbeitet, habe hier Zwischenräume erstellt mit dieser helleren Farbe, damit die Blätter abgegrenzt werden, und habe dann diese Blätter zum Beispiel mit Buntstiften weiter bearbeitet, dass sie klar abgegrenzt werden voneinander, und habe dann auch noch die Farben etwas intensiviert mit Acrylfarbe, und das wollte ich euch zeigen, wie das Endergebnis ausschaut, weil in dem vorherigen Video, was ich erstellt habe, das zeigt ja nur den kompletten Hintergrund, den ich mit Acrylfarben hergestellt hatte. Und ich hoffe, euch gefällt mein Endergebnis.